Hallo, hier ist Maini. Als letztes Video meiner Mürbeteig-Videoreihe habe ich mich dafür entschieden, für euch eine Linzer-Torte zu backen. Ich habe sehr oft festgestellt, dass die Linzer-Torte in verschiedenen Rezepturen, auch im Internet, als eine sehr flache Torte dargestellt wird und habe ein Rezept ausgesucht aus einem Kochbuch aus dem Jahr 1979, glaube ich, aus der Stadt Linz, genauso wie die Torte. Und in diesem Backbuch sieht man, dass die Linzer Torte relativ dick ist und mit Johannisbeeren gefüllt wird. Und genauso machen wir sie heute auch. Für die Linzer Torte brauchen wir einen sogenannten Linzer Teig. Die Zutaten für diesen Mürbeteig blende ich für euch auf der rechten Seite ein. Dieser Teig ist sehr einfach herzustellen. Wir geben alle Zutaten bis auf das Mehl in eine Schüssel rein. Also weiche Butter, ein ganzes Ei und ein Eigelb, Zimt, Nelkenpulver, Zitronenabrieb, Puderzucker und gemahlene Haselnusskerne, die ihr gern vorher leicht anrösten könnt, wenn ihr wollt. Das Ganze wird etwa eine Minute lang in der Maschine gerührt, dann kommt das Mehl rein. Jetzt bitte entweder kurz kneten oder für wenige Sekunden die Maschine rühren lassen, aber bitte nur so lange, bis das Mehl verrührt ist. Um die 20 Sekunden etwa. Danach wird der Linzer Teig gedrittelt. 2 Teile nehmen wir für den Tortenboden, den anderen Teil nehmen wir später fürs Bedecken. Den Linzer Teig könnt ihr natürlich auch über Tage hinweg im Kühlschrank aufbewahren. Für etwa eine Stunde würde ich den Teig trotzdem in den Kühlschrank geben, damit die Butter darin etwas fester wird, dann lässt sie sich zwischen 2 Backpapieren besser ausrollen. Meine Backform hat einen Durchmesser von 28 cm. 30er oder 32er Backformen würden natürlich auch gehen. Der Teig wird jetzt möglichst passend ausgerollt, damit wir nicht zu viele Abschnitte haben. Dann einfach die Form draufpressen sozusagen, die Teigabschnitte aufheben, Backblech oder Tortenretter drunter schieben und bevor das Ganze nochmal in den Kühlschrank geht, erhitzen wir unseren Ofen auf 160 Grad Ober- und Unterhitze vor und geben das Johannisbeergelee in die Form rein. Das ist die klassisch österreichische Variante. Ihr könnt natürlich reingeben, was euch schmeckt, zum Beispiel Pflaumenmus. Etwa 1,5 cm Abstand vom Rand lassen bitte, damit die Füllung beim Backen nicht ausläuft bzw. schmiert. Die übrigen Teigreste rollen wir ebenfalls in etwa 28 cm Durchmesser aus und schneiden uns gleichmäßig große Streifen, die wir etwa 30 Minuten ins Gefrierfach legen, bevor wir sie auf die Torte platzieren. Ohne Gefrierfach wären sie nämlich zu weich und bröselig. Wenn die Linzer Torte schön gleichmäßig zugedeckt ist und wir immer noch Teigreste haben, schmeißen wir sie natürlich nicht weg. Wir rollen sie möglichst gleichmäßig aus. Damit sie nicht bröseln, schieben wir vorsichtig einen Teller oder einen Tortenretter drunter und platzieren sie auf die Torte, am Rand entlang. Das Ganze bisschen fixieren und bei 160 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt, etwa 45 bis 50 Minuten backen. Nach dem Backen kann man ihr einen schönen Glanz verpassen, zum Beispiel mit Aprikosenmarmelade und nach dem Abkühlen mit Puderzucker bestreuen. Geröstete Mandeln dürfen natürlich auch nicht fehlen. Lasst es euch schmecken, guten Appetit!